Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. Ich habe einigen meiner Lieblingsstrick-YouTubern folgende 5 Fragen gestellt und was sie und auch ich darauf geantwortet haben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Also ich denke, ich würde mich da so in der Mitte einordnen. Ich brauche nicht das volle Weihnachtsprogramm, aber so ein bisschen sich gemütlich zu machen und sich auf die Vorweihnachtszeit auch zu freuen, finde ich dann doch ganz schön. Man sieht es ja vielleicht hier an der Seite. Ich mag es total gerne, mir mit Kerzen oder Teelichtern so ein bisschen gemütlich zu machen. So indirektes Licht im Kerzenschein finde ich einfach total schön. Ich weiß noch, als Kind bei meinen Eltern, da gab es auf jeden Fall immer einen Weihnachtsbaum und an Lametta durfte es auch nicht fehlen. Das ganze volle Programm brauche ich dann nicht. Aber ich habe auch so einen Weihnachtsstern, den man dann mit einer Glühbirne aufhängen kann. Und ich finde, das gibt dann einfach nochmal ein bisschen gemütliches Licht. Und der darf dann auch zum ersten Advent hin aufgehängt werden. Also ich bin definitiv eine Weihnachtselfe. Ich liebe es, mich auf Weihnachten vorzubereiten und starte tatsächlich schon im November ganz früh hier die Wohnung herzurichten und die ersten Lichterketten aufzuhängen. Ich finde, das ist immer richtig gemütlich, weil der November ist immer so ein Übergangsmonat, der ja auch dann relativ lange manchmal anhält. Der wird sehr dunkel und ich mag das einfach, wenn die Wohnung dann schon schön beleuchtet ist. Das bereitet mir sehr große Freude und deswegen hängt hier Anfang Mitte November immer schon die lange Lichterkette draußen an der Fensterfront. Und die ersten Weihnachtsbäumchen habe ich tatsächlich auch schon aufgestellt. Und ich freue mich da einfach immer drüber, wenn man es sich richtig gemütlich macht und die Jahreszeit richtig gut zu Hause genießt. Ich bin definitiv eine komplette Weihnachtselfe. Ich liebe den Grinch, allerdings nur als Film. Ich liebe alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Dekoration, Weihnachtsplätzchen, Weihnachtsfilme, Schnee, wenn es welchen gibt. Und also ich mag das volle Weihnachtsprogramm als Weihnachtselfe. Das finde ich eine sehr interessante Frage, denn bis vor 8 Jahren war ich der totale Grinch. Ich habe Weihnachten gehasst, alles drumherum, das kam mir alles so, ich sag's mal ganz salopp, geheuchelt vor, so nach dem Motto, wir streiten uns das ganze Jahr und an Weihnachten müssen wir hier Friede, Freude, Eierkuchen mit viel Geschenken feiern, mochte ich gar nicht. Und auch den Schnee, den mag ich übrigens noch heute nicht. Dann sind aber meine Kinder auf die Welt gekommen, nach und nach natürlich. Und seitdem liebe ich Weihnachten und fange da auch relativ früh im Jahr damit an, mit Plätzchen backen, mit Dekorieren. Und wir dekorieren auch gemeinsam und leben das volle Programm. Und ich liebe das, wie die Kinderaugen einfach leuchten. Und ich kann sagen, ja, wir streiten uns das ganze Jahr über, wir streiten uns auch an Weihnachten, aber genauso lieb haben wir uns auch das ganze Jahr über und leben Weihnachten in vollen Zügen. Also ich bin definitiv eine Weihnachtselfe. Ich liebe alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Und sobald Halloween vorbei ist, also eigentlich ab 1. November, ist für mich Weihnachtsbeginn und ich fange an, so schön langsam zu dekorieren und hole hier meine süßen Ugly Christmas Sweater raus. Dot und Dolly sind am Start mit ihren süßen Weihnachtsmützchen und ich bin definitiv eine Weihnachtselfe. Ich bin auf jeden Fall eine Weihnachtselfe. Ich mag das total gerne, an Weihnachten oder in der Weihnachtssaison auch ein bisschen zu übertreiben mit der ganzen Deko und so weiter. Ich habe es sonst gerne eher schlicht, aber an Weihnachten catcht mich das irgendwie immer so ein bisschen, auch ein bisschen kitschig zu werden. Nicht zu doll, aber ich mag schon viel Licht und dass auch irgendwie in jedem Raum was Weihnachtliches vorhanden ist. Ich mag total die Gemütlichkeit, die Wärme, die in der Weihnachtszeit so rüberkommt. Ich mag natürlich auch das Weihnachtsfest an sich, dass man so einen besonderen Moment hat, wo man mit seinen Liebsten zusammensitzt und sich vielleicht auch ein paar Geschenke macht, wobei das Thema mich eher ein bisschen stresst. So dieser Geschenkedruck und ob das gut genug ist und die Person sich freut. Da wünsche ich mir irgendwie in Zukunft noch ein bisschen mehr Entspanntheit. Aber ansonsten,
stehe ich total auf Weihnachten und freue mich jedes Jahr richtig, richtig doll auf die Saison. Ich würde sagen, ganz tief in meinem Herzen bin ich ein Weihnachtself. Ich liebe es, Leuten eine Freude zu machen und liebe die Weihnachtszeit. Ich liebe das, vor allen Dingen mit Kindern zusammen zu zelebrieren und einfach in dieser Zeit etwas runterzukommen, sich auf wesentliche Dinge zu konzentrieren. Und ich liebe es auch so die ganzen Sachen, die mit der Weihnachtszeit zu tun haben, Plätzchen backen und all sowas. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Von daher würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall ein Weihnachtself. Ich kann aber auch ein kleiner Grinch sein, wenn es um zu volle Weihnachtsmärkte geht oder lange Schlangen an den Kassen kurz vor Weihnachten. Das mag ich nicht, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich bin ein Weihnachtself. Ich bin eine totale Weihnachtselfe und ich liebe insbesondere die Vorweihnachtszeit. Gerade dieses Gefühl von sich einkuscheln in eine Decke, gemütlich stricken und Weihnachtsfilme gucken. Das finde ich besonders schön und vor allem auch das Plätzchen backen. Adventskalender finde ich ganz toll. Ich bastel ja auch fast jedes Jahr eigentlich für andere Adventskalender und ich kaufe mir auch gerne selbst mal Adventskalender, auch wenn ich dieses Jahr wahrscheinlich keinen haben werde. Aber generell mag ich das alles, was damit zu tun hat und deswegen mache ich ja auch mit Nana dieses Jahr wieder unsere Weihnachtslives. Da freue ich mich auch schon richtig drauf und wir werden auch wichteln, das finde ich auch ganz toll. Also generell alles, was drumherum passiert und dieses Weihnachtsthema, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin definitiv eine Weihnachtselfe. Ich fange bereits am 11.11., was bei uns der St. Martinstag ist. An dem Tag fange ich bereits an zu schmücken. Ich mag es, wenn draußen vor der Haustür Lichter sind, wenn im Fenster alles schön leuchtet und glitzert. Ich mag das sehr. Und so nach und nach kommen dann die ersten Weihnachtsdekoartikel auf den Tisch und aufs Regal. Und ja, das ist völlig meins. Ich mag das total und freue mich da schon immer sehr drauf. Ich bin eine totale Weihnachtselfe, wie man vielleicht an meinem Pullover auch erkennen kann. Ich liebe Weihnachten und Weihnachten ist einfach immer so die besondere Jahreszeit im Jahr und ich freue mich immer total. Bei mir startet Weihnachten immer schon am 1. November, also wenn Halloween vorbei ist und die ganze Herbstdeko langsam wegkommt. Und ich finde es einfach immer super schön, durch die Straßen zu laufen, dann wenn langsam alle ihre Lichter rausholen und total gemütlich einfach. Ja, ich liebe diese Jahreszeit. Also für mich bedeutet Weihnachten vor allen Dingen die Zeit, dass man so ein bisschen wieder bei sich sein kann und bei seiner Familie und bei seinen Liebsten. Ich finde die Frage, ob ich das volle Weihnachtsprogramm mag, kann ich mit Jein beantworten. Also ich mag den Gedanken von Weihnachten, ich mag das Gemeinsame, ich mag auch bestimmte Sachen, die man einfach in der Vorweihnachtszeit super, super schön machen kann, wie zum Beispiel Plätzchen backen oder mit den Kindern basteln oder so ein bisschen dekorieren und so. Ich mag nicht viel dieses ganze Konsum und dieses Gehetze und dass man wirklich, also ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute einfach die ganze Vorweihnachtszeit hetzen, damit dann der eine Abend schön wird. Und wir versuchen ganz, ganz bewusst, da den Stress rauszunehmen und versuchen ganz bewusst so ein bisschen nur die Sachen zu machen, die wir einfach schön finden und die dann aber so richtig. Wir haben ein Ritual, was ja nicht in der Vorweihnachtszeit, aber so meistens am 1. oder 2. Weihnachtstag laden wir zu uns Freunde ein und nennen das Weihnachten mit Freunden. Wir wohnen von unserer Familie relativ weit weg in Deutschland, da sind ein paar 100 Kilometer dazwischen und wir sehen uns immer so nach Weihnachten, aber an Weihnachten selbst, Heiligabend, sind wir eben hier, also mein Mann und meine Kinder und dann feiern wir hier gemeinsam Heiligabend und dann machen wir Weihnachten mit Freunden und das ist dann immer mit Lagerfeuer, mit Stockbrot, mit Glühwein, mit Punsch, wir machen überall Lichterketten, es wird Weihnachtsmusik gespielt, die ganzen Kinder können lange aufbleiben und es ist einfach so ein kleines Weihnachtsfest, wo einfach jeder irgendwie dann auch was mitbringt und es ist einfach jedes Jahr so wunderschön und ich finde, darum geht es an Weihnachten. Also wirklich mit den Leuten, mit denen man gerne zu tun hat, zusammen zu sein. Was wir als Weihnachtselfe würde ich mich, glaube ich, nicht bezeichnen, weil ich vieles, glaube ich, auch nicht mache. Also ich dekoriere unglaublich gern mit Lichtern, mit Lichterketten und
Ja, wie gesagt, ich backe auch, ich bastel auch gerne und wir haben auch so ein paar Sterne, die hängen wir hier auf und so. Aber was wir zum Beispiel nicht haben, ist ein Weihnachtsbaum, der ganz früh steht. Also wir haben einen Weihnachtsbaum, ich finde einen echten Weihnachtsbaum, wenn es ein guter ist, der hat einfach so einen Duft. Alleine das finde ich schon so schön im Haus und darauf möchte ich eigentlich nicht verzichten. Und der kommt aber wirklich erst 1-2 Tage vor Heiligabend wird er aufgestellt und an Heiligabend geschmückt und das machen alle gemeinsam. Und dann fliegt der Anfang Januar auch wieder raus. Also das ist so, ja, da würden viele vielleicht sagen, wieso habt ihr den nur so kurz? Aber ich finde, das gehört halt einfach nur zu Weihnachten. Wir haben vorher einen wunderschönen Adventskranz, den machen wir auch selbst. Da stehen dann so Wichtel drauf und da sind dann echte Tannenzweige und da stehen natürlich die schönen Bienenwachskerzen drin und so. Also so richtig so, ja, also es riecht nach Weihnachten vorher hier und es sieht auch so aus. Aber der Baum, das ist nochmal so reserviert, finde ich, für Weihnachten. Ja, vielleicht deswegen doch schon die Weihnachtselfe. Also der Grinch bin ich nicht. Ich liebe Weihnachten, aber ich mag nur bestimmte Aspekte an Weihnachten. Weihnachtselfe oder Grinch. Also ich bin definitiv kein Grinch, denn ich liebe die Vorweihnachtszeit. Ich liebe die Gerüche, die es da gibt. Plätzchen backen, Weihnachtsfilme und Musik. Also das ganze Programm, Weihnachtslieder, alles, was es so hergibt und vor allem Lichterketten basteln und was eben einem das gemütliche Gefühl gibt und schön kuscheln auf der Couch. Ja, also kein Grinch, sondern eher Elfe. Generell möchte ich gerne meine Adventskalender verstricken und zwar habe ich mir da 2 Pullover-Projekte rausgesucht. Einmal von Andrea Mori, ein Streifendesign, wo ich 4 Fingering-Stränge ineinander verstricken möchte. Ich möchte gerne auch den von Woolen Pine ein Design. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das hat hier solche Zöpfe. Auch das habe ich so in petto. Ich möchte Socken stricken und ich habe mir ein Tuchdesign rausgesucht. 24 Skeins Go Crazy heißt das Tuchdesign. Ist ein sehr ambitionierter Wunsch. Ich werde nicht alles fertig bekommen, aber ich werde alles anstricken. Das ist mal Fakt. Und ich möchte auf mein Weihnachtspulli vom letzten Jahr aufmerksam machen. Das ist der Festive Yoke Sweater, den man All-Over-Colorwork stricken kann mit ganz vielen verschiedenen Motiven. Oder wie ich jetzt nur die Rundpasse und das Bündchen, das seht ihr jetzt hier nicht, habe ich auch noch bunt gestrickt. Und ich finde den Sitz mega toll. Den habe ich jetzt für dich hier rausgekramt schon. Und ich fühle mich richtig wohl in diesem Design. Und den würde ich auch gerne nochmal anstricken, allerdings nicht in diesem Jahr, sondern irgendwann, wenn mir danach ist, auch ein paar Reste zu verstricken und den dann so richtig ugly zu machen. Habe ich einen Strickwunsch oder ein Weihnachtsanstricksprojekt? Das habe ich bestimmt, aber jetzt noch nicht. Es kommt alles irgendwie so mit der Zeit. Ich muss erstmal abwarten, was die anderen so für Pläne haben und meistens lasse ich mich ja ganz schnell anstecken mit dieser speziellen Idee oder an Weihnachten stricke ich das an. An Weihnachten selber habe ich meistens gar keine Zeit zum Stricken. Das ist leider so, aber manchmal muss ich mir das halt einfach nehmen, aber meistens habe ich keine Zeit dafür. Was mich immer überkommt im November, Dezember ist auf jeden Fall Colorwork. Also ich habe dann immer ganz viel Lust, irgendwelche Colorwork-Sweater zu stricken oder auch, ja, vielleicht mal wieder Socken, aber muss jetzt nicht speziell dann so Weihnachts-Colorwork sein, sondern einfach allgemein. Also zu keiner anderen Zeit im Jahr habe ich so viel Lust auf Colorwork wie im November, Dezember. Also ich stricke mir grundsätzlich ja eigentlich das ganze Jahr über gerne Wintersachen. Da habe ich irgendwie am meisten Freude dran. Und deswegen kompensiere ich tatsächlich viele Strickwünsche dann schon das ganze Jahr über und bin dann im Winter relativ gut gewappnet. Und habe aber trotzdem in diesem Jahr ein Strickprojekt, was ich wahnsinnig schön finde, was ich aber, glaube ich, nicht mehr schaffen werde, rechtzeitig zu stricken. Und zwar ist das der Northern Augustins Nummer 4 Pullover von Augustins Decay. Das ist ein Pullover mit einer richtig, richtig schönen Rundpasse in Colorwork gearbeitet und hat dann hier unten so schöne Schleifen. Und ich finde, das sieht halt einfach so
richtig schön aus. Es ist nicht zu viel Colorwork, nicht zu wenig. Es ist einfach irgendwie ein richtig, richtig harmonisches Design. Und auch die Farben, die sie für sich ausgewählt hat, die Designerin, sie hat den Pullover aus einem richtig schönen beige-braun gestrickt und dann dazu richtig schöne, ja, hellrote Schleifen und das sieht einfach ganz toll aus und der steht definitiv auf meiner Liste. Ich hoffe, ich werde ihn irgendwann nochmal stricken, weil ich den so schön finde und bin mir ganz sicher, dass der auch ganz toll aussehen wird. Ich würde tatsächlich auch genau die gleichen Farben verwenden wie sie auch, aber mal sehen. Also wir haben jetzt schon Ende November und der Dezember ist ja dann auch mal so voll mit den ganzen Terminen, die man dann hat, Weihnachtsfeiern und da möchte man die Familie ja auch sehen, die Freunde, Zeit mit dem Partner verbringen und ja, mal schauen. Ich habe mir außerdem ein schönes Sockenknäuel gekauft in Weihnachtsfarben mit Glitzer und da bin ich auch gespannt, weil die würde ich auch sehr, sehr gerne anschlagen, aber ich habe gerade noch ein anderes Paar auf den Nadeln. Und ich möchte mir jetzt nicht zu viel aufhalsen, weil dann wird das irgendwie doch zu viel. Also wenn ich es dieses Jahr nicht mehr schaffe, dieses Knäuel anzuschlagen, dann im nächsten Jahr. Immer mit der Ruhe, wir werden sehen. Ich finde es auf alle Fälle richtig schön und freue mich sehr auf den Dezember und auf die Weihnachtsstrickereien und ja. Ich hatte mir vorgenommen, den Weihnachtspullover von Sadness Garn zu stricken und ich habe tatsächlich auch die Wolle schon dafür da, aber wie es immer so kommt, man nimmt sich zu viel vor und schafft es dann doch nicht. Aber ich habe vor, diesen Pullover jetzt über das kommende Jahr zu stricken, damit ich im nächsten Jahr meinen Weihnachtspullover habe. Letztes Jahr habe ich den Holy Sweater gestrickt und den werde ich dann halt dieses Jahr auch wieder tragen. Also es ist auch ein Colorwork Pullover und den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Der ist wirklich richtig schön. Letztes Jahr zu Weihnachten habe ich Wolle geschenkt bekommen. Und zwar hatte ich auch einen expliziten Wunsch. Und zwar bekam ich die Wolle für den Porcelain Sweater. Das ist ja ein relativ besonderes Design und es war auch das erste Mal, dass ich einen Colorwork Pullover angefangen habe. Ziemlich zeitnah habe ich diesen auch angeschlagen, bin aber dann nicht fertig geworden und es wurde dann jetzt das ganze Jahr über etwas vernachlässigt von mir. Mein Wunsch wäre es, diesen Pullover jetzt zu Weihnachten tragen zu können. Also wäre das so ein bisschen mein Plan, so in der Vorweihnachtszeit daran zu stricken. Ich habe ihn bis zur Mitte des Körpers eigentlich geschafft zu stricken. Mir fehlen noch die Ärmel und wie gesagt der restliche Teil vom Körper. Ich bin optimistisch, das Teil abschließen zu können. Also schaue ich mal, wie das wird. Aber es wäre definitiv total schön, am Weihnachtsabend diesen Pullover tragen zu können. In meiner Vorstellung ist es aber auch total schön, am Weihnachtsabend selbst etwas anzuschlagen. Und zwar hatte ich da die Idee, dieses Garn anzustricken. Und zwar ist das einfach ein schönes navyblaues Garn und das soll dann einfach ein schöner klassischer Raglan-Pullover werden. Und ich glaube, das wird was ganz Besonderes. Ich habe noch 8 Knäule Cardiff Kaschmir im Stash und daraus möchte ich mir gerne an Heiligabend anfangen, einen Schal zu stricken und das wird dann so ein bisschen mein Projekt für die Zwischenzeit zwischen den Festen und wo ich dann einfach immer mal wieder ein bisschen dran stricken kann. Ich habe mich noch nicht für eine Anleitung entschieden, aber ich finde bestimmt noch eine schöne und freue mich dann, mein kleines Kaschmir-Träumchen während der Weihnachtszeit zu stricken. Ob ich etwas Besonderes stricke zu Weihnachten? Nein. Muss ich ganz klar sagen, nein. Was ich im Winter, also beziehungsweise was so im Herbst bei mir anfängt, aber was gerade im Winter immer viel ist, sind Socken tatsächlich. Aber ich habe jetzt auch keine speziellen Weihnachtssocken oder irgendwas, wo ich sage, hey, das möchte ich an Heiligabend anstricken, weil bei uns ist Heiligabend einfach, die Kinder sind da, es ist super trubelig, wir wollen dann was essen zusammen, dann kommt noch der Weihnachtsmann, also bei uns kommt der Weihnachtsmann. Es ist einfach viel zu viel los, als dass ich sage, hey, da setze ich mich jetzt noch ganz gemütlich irgendwie hin und stricke. Das mache ich zwischendurch schon, aber meistens sind es dann tatsächlich Socken oder eine Mütze oder sowas, die ich sozusagen sowieso auf den Nadeln hätte, weil ich die einfach auch nebenher machen kann. Ne? Das ist das Gleiche, wie wenn ich auf den Spielplatz gehe. Das habe ich dann irgendwo hier stehen, so zwischen Lebkuchenpunsch und Weihnachtsstern steht dann so meine Socke und da mache ich dann so ein paar Maschen und dann muss ich da weitermachen und dann ist das so. Also ich habe da jetzt keinen speziellen Anstrick. Ich möchte jetzt gerne noch ein paar Handschuhe stricken und gerne auch noch eine Mütze. Da habe ich schon die eine oder andere im Visier, die ich mir gerne stricken wollen würde. Denn mir ist aufgefallen, ich bin die Einzige, die keine selbstgestrickte Mütze hat. Alle in meinem Umkreis haben eine von mir gestrickt, außer ich.
das möchte ich auf jeden Fall angehen. Und was ich auf jeden Fall anstricken möchte im Dezember, ist ein Babypulli. Denn ja, ich erwarte Nachwuchs, wie man unschwer erkennen kann. Und ich würde gerne einen schönen Winterpulli für unsere kleine Maus stricken. Und das werde ich auf jeden Fall im Dezember anschlagen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich trage hier meinen Christian-Sweater. Das war ein Weihnachtsanstrick von letztem Jahr, beziehungsweise das hatte ich für Weihnachten gestrickt letztes Jahr, um es so korrekt auszudrücken. Und dieses Jahr würde ich aber ganz gerne als Weihnachtsanstrick einen Pullovertraum stricken, den ich schon länger hege, und zwar den Magnolia-Sweater von Camilla Ward. Also den hätte ich ganz gerne jetzt zu Weihnachten angeschlagen, habe auch ganz tolle Wolle schon da und ja, vielleicht seht ihr den in 2026. Mein Mann und ich gucken in der Weihnachtszeit immer einmal die komplette Harry Potter-Reihe oder Herr der Ringe durch. Und wir haben auch schon angefangen dieses Jahr. Und das sind jetzt vielleicht nicht so die klassischen Weihnachtsfilme, aber für uns gehört das eigentlich immer so dazu, den Startschuss in diese gemütliche Jahreszeit. Und diese Filmabende auf der Couch abends sind immer super schön. Da machen wir immer überall Kerzen an und dann ist das für uns auch irgendwie ein bisschen weihnachtlich. Ob ich einen Weihnachtsfilm habe? Nein, auch keinen speziellen. Was ich unglaublich gerne gucke und was ich tatsächlich mit Weihnachten verbinde, ist Harry Potter. Also viele sagen ja, das ist so ein Herbstding und es ist auch so, ja, sobald der 1. September kommt, also meine Generation, wir haben ja noch mit Harry Potter, habe ich noch Englisch gelernt damals, mit den Büchern, die kamen damals raus, als ich Englisch gelernt habe in der Schule. Unsere Lehrerin hat uns den ersten Band damals aus London mitgebracht. Sie war Engländerin und damit habe ich Englisch gelernt. Den gab es damals in Deutschland noch nicht. Danach kam dieser Hype hier in Deutschland und ich war in jedem Kinofilm und ich habe die ganzen Bücher gelesen und wir gucken die Filme auch immer noch. Und es ist so ein bisschen so, wenn der Herbst kommt, denkt man an Harry Potter. Und bei uns zieht sich das dann aber immer so, dass wir die Filme gucken oder ich die Bücher nochmal, ich höre die dann meistens beim Stricken oder so. Das läuft dann so über den ganzen Winter mal rüber. Das kann man gut machen, finde ich, Harry Potter. Oder was ich auch richtig gut finde und was ich an Weihnachten super gerne gucke, ist Bridget Jones. Vielleicht kennt ihr das noch. Der ist auch richtig alt schon. Ich weiß gar nicht, von wann der Film ist, aber ich finde den einfach so klasse am Anfang mit dieser Weihnachtsfeier. Und für mich gehört das irgendwie zu Weihnachten dazu. Was wir sonst auch noch richtig gerne gucken, ist Kevin allein zu Hause. Das ist super albern, aber ich finde den einfach, der wird nicht schlecht, der Film. Aber wir haben jetzt keine bestimmten Sachen. Mein Lieblingsweihnachtsfilm. Habe ich einen Lieblingsweihnachtsfilm? Ich habe mehrere. Und zwar, ich musste mir das aufschreiben, also ganz oben ist Liebe braucht keine Ferien, ist ein wunderschöner Film. Den schaue ich jedes Jahr so gerne, aber komischerweise eben mal nur zur Weihnachtszeit. Dann Schokolade zum Frühstück, also den ersten Bridget Jones Teil, den könnte ich jeden Tag im Advent, könnte ich mir den angucken. Super. Und dann, und ich meine, es ist am Freitag vor dem 4. Advent, kommt immer der kleine Lord. Und es muss auch im Fernsehen dann sein. Und ich muss das auch an diesem Freitagabend gucken und nicht irgendwie in der Mediathek oder so. Den liebe ich, den Film. Und mein allerliebster Weihnachtsfilm kommt noch später. Es gibt auf jeden Fall ein paar Lieblingsweihnachtsfilme und Serien. Was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist Eine schöne Bescherung. Das ist ja so ein alter Klassiker, den muss ich einfach jedes Jahr gucken. Ich finde den super lustig. Ich stehe sonst nicht so auf so stumpfe Sachen, aber in dem Fall finde ich es einfach super. Das ist der Film, wo der Familienvater das ganze Haus mit Lichtern zutackert und dann in der ganzen Stadt der Strom ausfällt und das ganze Haus so hell strahlt, dass alle geblendet sind. Und da passieren ganz viele lustige Sachen. Mag ich total gerne. Und dann gibt es seit ein paar Jahren noch eine Weihnachtsserie, die ich total gerne mag. Das ist Weihnachten zu Hause. Das ist eine norwegische Serie. Da kommt jetzt auch die 3. Staffel raus. Das kommt auf Netflix. Und die habe ich jetzt auch schon 2-3 Jahre gesehen. Auch eine ganz, ganz andere Richtung. Eher romantisch, aber auch lustig. Über eine
Singlefrau, die auf der Suche ist nach einer Begleitung für Weihnachten, für ihre Familienweihnachtsfeier. Und ja, da passieren ganz viele lustige, aber auch schöne und traurige Sachen. Und ja, ich bin gespannt auf die neue Staffel, freue mich aber auch, ja, nochmal bei Staffel 1 anzufangen ganz bald und ja, es mal wieder ganz gemütlich zu machen. Meine Lieblingsweihnachtsfilme sind eindeutig Verrückte Weihnachten. Dazu kann ich euch auch auf jeden Fall das Weihnachtsbuch empfehlen. Das ist einmal dieses hier. Es heißt John Grisham, Das Fest. Ein Roman und der passt wunderbar in die Weihnachtszeit. Genauso halt auch wie der Film Verrückte Weihnachten. Außerdem liebe ich auch die Kevin-Teile. Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Ich mag Santa Claus, ich mag den Grinch, Charlie und die Schokoladenfabrik. Und ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele weitere Weihnachtsfilme, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Aber ich mag auf jeden Fall in der Vorweihnachtszeit das komplette Weihnachtsfilmprogramm. Und ja, vielleicht hat ja noch der ein oder andere eine gute Buchempfehlung für mich. Da bin ich immer offen für Weihnachtsbücher. Meine Lieblingsweihnachtsfilme sind alle Teile eigentlich von Harry Potter. Und das ist so typisch Millennial wahrscheinlich, aber ich bin eben mit Harry Potter aufgewachsen und ich finde, es passt perfekt in die Weihnachtszeit. Also jedes Jahr, spätestens im November, und dieses Jahr bin ich tatsächlich schon bei Teil 5 angelangt der Reihe, gucke ich die ganzen Harry Potter Teile und kann sie natürlich in- und auswendig, das macht aber nichts. Und ich gucke aber auch gerne viele andere Weihnachtsfilme in der Weihnachtszeit. Also ich mag das generell sehr gerne. Was ich aber nicht so gern mag, sind diese klassischen, kitschigen Hollywood-Weihnachtsverfilmungen. Also ja, das wird dann eher so ein bisschen schwierig. Aber ich gucke auch gerne klassische Märchen zur Weihnachtszeit. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit und das mache ich auch bis heute immer noch sehr gerne. Mir ist irgendwie nicht so ganz was eingefallen zu Lieblingsweihnachtsfilmen und ja, war mir da ein bisschen unsicher. Ich wollte jetzt auch mir nicht irgendwie was aus den Fingern saugen. Deshalb hatte ich mir überlegt, die Frage, habe ich eine bestimmte Erinnerung an Weihnachten oder etwas aus meiner Kindheit, was vielleicht ganz witzig in Erinnerung geblieben ist? Also die Frage wäre dann, hast du eine besondere Erinnerung aus der Vergangenheit oder an Weihnachten aus der Kindheit? Das wäre jetzt das, was ich mir überlegt habe. Eine besondere Erinnerung. Also ich habe noch eine Geschichte im Kopf. Ich kann mich da noch ziemlich genau dran erinnern. Das war an Weihnachten. Bei uns gab es das irgendwie überhaupt nicht, dass jetzt ein Weihnachtsmann kam oder irgendwie große Bescherung oder das Christkind hat geläutet. Das kannte ich irgendwie immer nur aus Geschichten von anderen oder wie es bei anderen in der Familie gemacht wurde. Bei uns gab es das einfach nicht. Es war, glaube ich, relativ früh schon klar, dass man sich gegenseitig halt Geschenke gibt und nicht irgendjemand anders da Geschenke unter den Baum legt. In irgendeinem Jahr zu Weihnachten war es dann aber doch mal so, dass der Weihnachtsmann kam. Ich weiß, das waren dann irgendwie die Eltern von einem Klassenkameraden oder so. Die haben sich dann, denke ich mal, gegenseitig ausgetauscht, dass da eben auch der Weihnachtsmann kam. Und ich weiß noch, dass er dann bei uns reinkam und das Erste, was ich zu meiner Mutter gesagt habe, der sieht doch so aus wie Thomas oder Andreas. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Bekannte hieß, aber dass ich das dann direkt zu meiner Mutter gesagt habe, der sieht doch einfach genauso aus wie der. Und meine Mutter hatte dann so, nein, auf gar keinen Fall, das kann doch gar nicht sein. Und das ist dann irgendwie auch nie aufgeklärt worden. Ich glaube, ich war da einfach dann lange Jahre im Unwissen. Aber ich weiß, es ist noch nicht gar nicht so lange her, vor wenigen Jahren, dass wir dann irgendwie mal darauf kamen im Gespräch. Und dann wurde es doch aufgeklärt. Also meine Mutter musste da auch sehr drüber lachen, dass ich das ja dann doch erkannt habe. Also das war dann irgendwie auch nochmal super witzig, das so rückblickend zu schauen, dass ich da doch recht hatte einfach. Ich kann mich da auch sehr gut daran erinnern. Es gab auch irgendwie Fotos, aber ja, irgendwie fand ich das ganz witzig, so im Nachhinein, dass das dann doch aufgeklärt wurde und wir alle drüber gelacht haben. Ja, es gibt definitiv Lieblingsweihnachtsfilme. Es ist so, dass mein Mann und ich im Oktober eigentlich immer schon anfangen, oder eigentlich schon im September, den Hobbit zu schauen. Danach kommt Herr der Ringe.
Und danach schauen wir uns gerne die Harry Potter Filme durch. Die haben wir auch alle schon gekauft in der Mediathek und das ist jetzt bestimmt seit 5 Jahren immer so Tradition bei uns, dass wir es uns zu Hause gemütlich machen, wenn es Richtung Herbst geht und diese Filme durchschauen. Und sobald Weihnachten dann tatsächlich schon vor der Tür steht, schaue ich mir sehr, sehr gern auch Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York an. Das sind meine absoluten Lieblings-Weihnachtsfilme, weil die mich sehr an die 90er Jahre erinnern. Und ich bin ein 90s-Kid. Ich bin Jahrgang 92 und bin mit diesen Filmen groß geworden. Und wenn ich die schaue mit der Mode und auch die Inneneinrichtung in dem Haus, wo Kevin wohnt, ich weiß, ich finde das halt einfach immer richtig, richtig gemütlich und das erinnert mich immer an meine Kindheit. Deswegen schaue ich mir Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York einfach immer wahnsinnig gern an, weil das für mich so eine richtig schöne Nostalgie ist und ja, ich die Filme sehr, sehr gern mag und es mir danach auch immer richtig gut geht. Also Lieblingsweihnachtsfilme habe ich tatsächlich einige. Und zwar ist der erste, der immer ansteht, wenn Halloween vorbei ist, A Nightmare Before Christmas. Ich liebe Tim Burton und eigentlich auch alle seine Filme und von daher darf das für mich nie fehlen. Ich bin ein sehr großer Jack Skellington-Fan und das ist immer das Erste, was bei mir ansteht. Und dann haben mein Mann und ich immer noch so ein Ritual, dass wir meistens Harry Potter und die Herr der Ringe-Trilogie durchschauen, so im November, Dezember. Und wenn es dann direkt auf Weihnachten zugeht, dann mag ich sehr, sehr gerne Eine schöne Bescherung. Ist das Leben nicht schön? Und Der kleine Lord gehört auch meistens dazu. Also so die kompletten Klassiker. Dann auch natürlich sehr gerne 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Und Das letzte Einhorn. Darf ich auch nicht vergessen. Ja, also was bei uns immer sein muss, ist 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Das liebe ich total. Das schaue ich seit meiner Kindheit jedes Jahr mindestens einmal. Früher mochte ich noch die Altverfilmung von Heidi sehr gern. Das ist so ein Zweiteiler. Kriegt man aber im Free TV nicht her. Ansonsten bin ich sehr märchenhaft und fantasylastig angehaucht, Weihnachten. Und ich möchte eigentlich keine Werbung mehr dafür machen, aber tatsächlich verzaubern mich noch immer die Harry Potter Geschichten, vor allem um die kalte Jahreszeit herum sehr, sowohl die Bücher als auch die Filme. Zum Thema Weihnachtsfilm, also einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist definitiv Last Christmas. Der ist noch gar nicht so alt und aktuell auch wieder auf Amazon Prime, wenn es interessiert. Hat vor allem die Wham-Musik. Ich bin ja 80er-Kind und Wham ist da auf jeden Fall und George Michael immer mit dabei. Der nächste Film, der mir auch gut gefällt, ist Familie Stone oder Family Stone. Wie Nico auch gesagt hat von Kanal Habt es fein. Schokolade zum Frühstück, Bridget Jones, habe ich sowohl Bücher als auch die Filme geliebt. Sind schön kitschig und vor allem im ersten Teil die Musik liebe ich von Diana Krall. Also ist sehenswert und hat auch genau diesen Weihnachtsvibe. So, was mag ich noch? Little Women, absolut zu empfehlen. Schaut es euch an. Das Buch ist schön, aber den Film haben die toll gemacht. Ist auch nicht so alt. Und natürlich dürfen die 3 Nüsse nicht fehlen. Das letzte Einhorn finde ich toll. Als Kind habe ich immer geliebt, wenn endlich im Fernsehen Die Hexe und der Zauberer gezeigt wurden. Disney-Film und tatsächlich auch Tanz der Vampire. Die ihr mindestens meine Generation seid oder älter, wisst das. Ich weiß nicht warum, aber das wurde irgendwie um die Weihnachtszeit immer gezeigt und ich habe den Film gemocht. Ich fand den lustig. Meine Schwester weniger. Die ist jünger wie ich. Die musste dann immer mitschauen, weil sie nicht allein ins Bett wollte. Ja, also das sind so meine Weihnachtsfilme und teile auch viele der genannten von meinen Kolleginnen. In der Vorweihnachtszeit backe ich unheimlich gerne Plätzchen. Ich treffe mich ganz gerne mit meinen Liebsten und vor allen Dingen lasse ich das Jahr gerne nochmal so Revue passieren. Also was ist dieses Jahr alles so passiert?
Ich mag es, mich zu dieser Zeit wieder auf das Wesentliche zu fokussieren, mir wieder klar zu machen, okay, was sind die wichtigen Dinge im Leben? Worauf kommt es an? Und natürlich mag ich auch alles, was rund um das Weihnachtsthema anfällt. Also wie gesagt, Plätzchen backen, den Tannenbaum schmücken, Geschenke einpacken, Weihnachtsmusik hören, den einen oder anderen Weihnachtsmarkt besuchen. Das sind alles Dinge, die ich sehr gerne mag und mich auch dieses Jahr wieder besonders drauf freue. Ich liebe das volle Weihnachtsprogramm. Bei mir darf da eigentlich nichts fehlen und es kann gar nicht weihnachtlich genug sein. Es wird geschmückt weihnachtlich, sobald eigentlich der erste Advent vor der Tür steht. Also schon vorher muss alles dekoriert sein. Alles muss leuchten, schöne Kerzen aufgestellt sein. Dann beginnt die Plätzchenproduktion in hohen Mengen, sodass es für alle Familienmitglieder reicht. Die Weihnachtsmusik wird aufgedreht bis zum geht nicht mehr und dann kann man das volle Weihnachtsprogramm komplett genießen. Und natürlich darf auch ein Weihnachtsbaum nicht fehlen. Also was ich immer super gerne mache in der Vorweihnachtszeit ist das Dekorieren. Ich liebe es hier überall Lichterketten zu installieren und so ein kleines Winterwunderland zu zaubern. Dann die Ugly Christmas Sweater gehören für mich definitiv zur Vorweihnachtszeit und auch so ein kleines Ritual vielleicht am Abend, dass man von Kaffee eher auf Tee umsteigt und abends dann zu Serien und Filmen sich vielleicht so einen schönen Winter-Weihnachtstee kocht und den dann genießt. Ich mache mir mit meiner Freundin immer gegenseitig einen Adventskalender jedes Jahr und das ist irgendwie jedes Jahr ein bisschen aufwendiger und schöner geworden und mir macht es auf der einen Seite total Spaß, die ganzen Sachen über das Jahr hinweg zusammenzusammeln für sie und dann auch zu verpacken. Dann mache ich mir immer so einen richtig schönen Nachmittag, verpacke dann alle Geschenke, schreibe vielleicht noch eine kleine Nachricht dazu und auf der anderen Seite freue ich mich dann im Dezember jeden Morgen im Schlafanzug noch zum Adventskalender zu gehen und das Päckchen, was sie mir gemacht hat, aufzumachen und freue mich dann jeden Tag ein bisschen und dann ist das gleich immer ein richtig schöner Startschuss in den Tag, der einfach gute Laune versprüht und das ist so ein bisschen das, worüber ich mich immer sehr freue, was immer regelmäßig in der Weihnachtszeit, gemacht wird und ich glaube auch, dass dieses Jahr ein sehr, sehr schöner Kalender auf Sie wartet und vielleicht ja auch auf mich. Ich habe auf jeden Fall ein Weihnachtsritual, was ich sehr, 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 sehr liebe. Und das ist manchmal auch ein bisschen stressig, aber ich verpacke alle meine Weihnachtsgeschenke erst an Heiligabend. Und zwar am Nachmittag ziehe ich mich für circa 90 Minuten zurück in meinen Strickkeller, setze mich dahin und auf irgendeinem Kanal, auf irgendeinem Sender läuft schon 3 Nüsse für Aschenbrödel und dabei packe ich meine Geschenke ein. Dann habe ich da noch eine Tasse Tee stehen und das liebe ich. Obwohl das manchmal ein bisschen stressig ist, ich muss noch Geschenke einpacken, aber trotzdem, das gehört für mich zu Heiligabend dazu. Tatsächlich gibt es nicht so viele super besondere Rituale, aber ich versuche schon in der Zeit auch wirklich ein bisschen runterzufahren für mich und auch meine ganze Familie und bewusster einfach auch die Zeit zu genießen, viel zu basteln, zu malen, zu stricken natürlich, zu backen, mir einfach wirklich Zeit zu nehmen für diese Dinge, die gut in die Vorweihnachtszeit passen, auf die man im Sommer nicht so viel Lust hat oder die Zeit auch einfach nicht da ist, weil man viel mehr draußen ist, im Garten oder unterwegs. Ja, alles hat so seine Zeit und ich versuche einfach dann die Dinge bewusst zu genießen, noch weniger am Handy zu sein, weniger zu daddeln und zu scrollen. Es gibt ja so viele schöne Dinge im Internet, die man entdecken kann und sich angucken kann, aber mir in der Zeit einfach Zeit zu nehmen für Dinge, die man mit anderen Menschen machen kann und die für Gemütlichkeit sorgen, für Verbindung mit den Kindern, die man hat oder mit Freunden, Partner und so weiter. Ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen eine Art Ritual.
Ja, also das sind natürlich inzwischen die Weihnachtsmärkte. Ich liebe es auch, mir Gedanken darum zu machen, Geschenke auszusuchen und diese zu verpacken. Ich liebe es, das Ritual mit meinen Kindern, den Weihnachtsbaum festlich zu dekorieren, und da dekorieren wirklich alle mit und der ist so herrlich unperfekt und ich liebe das einfach, weil da auch selber Gebasteltes rankommt und irgendwelcher ugly Schmuck, den ich mal irgendwo geerbt oder geschenkt bekommen habe, und das finde ich total schön. Und auch wenn ich hinterher völlig durch bin, liebe ich das Plätzchenbacken eben auch mit den Kindern. Also tatsächlich beziehen sich diese ganzen Rituale, die man macht, auf die Kinder. Und ich finde, es ist nochmal so besonders schön, sich dann nach so einem gemachten Tag, so einem erlebten Tag, richtig cozy abends auf die Couch einzukuscheln, einen schönen Weihnachtsfilm zu gucken und dabei etwas Schönes zu stricken, vielleicht dann irgendetwas aus dem Adventskalender. Ich liebe es zu backen, besonders in der Vorweihnachtszeit. Ich mag das Kekse backen, also Plätzchen auszustechen. Ich liebe es aber auch, verschiedene Kuchen zu backen, sei es jetzt vom einfachen Rührkuchen, Marmorkuchen bis zu relativ aufwendigen. Also da habe ich schon das ein oder andere Rezept, was schon auf meiner Liste ist, das jetzt auch mal ausgetestet werden darf. Ein kleines Ritual, was sich bei uns die letzten Jahre so ein bisschen eingeschlichen hat, ist, sich einfach an einem Adventssonntag zusammenzusetzen. Also sich eine bestimmte Zeit festzulegen, an der man einfach zusammen Kaffee trinkt und dann eben auch Kuchen gemeinsam isst. Und das würde ich gerne dieses Jahr auch wieder machen. Also ich werde mir bestimmte Rezepte raussuchen und dann gibt es immer für die verschiedenen Adventssonntage einen anderen Kuchen. Ich schaue mal, welche Rezepte es dann am Ende sein werden. Auf meiner unbedingt zu backen Liste stehen auf jeden Fall Kardamom-Buns, also solche Hefezöpfen mit einer ziemlich reichhaltigen Kardamomfüllung. Ich bin gespannt, wie die werden. Ich habe es vorher noch nie gemacht. Also ich denke, das wird dann direkt zu Anfang auch mal ausgetestet. Bei uns ganz hoch im Kurs ist aber auch ein einfacher Kaffeekuchen. Also solche Klassiker, wenn die gut gemacht sind, dann sind die auch einfach besonders lecker. Und was mir da besonders wichtig ist, sich bewusst die Zeit zu nehmen, sich gemeinsam hinzusetzen und einfach in Ruhe zusammen Zeit zu genießen. Da geht es wirklich darum, keinen Stress zu haben, dass jetzt einfach dieser Termin quasi wahrgenommen werden soll. Nein, es geht eher gegenteilig darum, so ein bisschen zu entschleunigen und so ein bisschen den stressigen Alltag mal zur Seite zu legen und etwas gemeinsame Zeit zu genießen. Ich mag es zur Vorweihnachtszeit besonders, Adventskalender zu basteln. Da komme ich so richtig schön in Weihnachtsstimmung. Dieses Jahr schaffe ich das wahrscheinlich nicht, aber dafür werde ich dieses Jahr wieder massig Plätzchen backen, denke ich. Das mache ich nämlich jedes Jahr und da komme ich so richtig in Weihnachtsstimmung. Meine Lieblingsplätzchen sind Vanillekipferl und die werden auf jeden Fall mehrfach gebacken zur Weihnachtszeit. Und dabei höre ich dann auch gerne so richtig schöne Weihnachtslieder, zum Beispiel in der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zuckowski. Das höre ich dabei sehr gerne, weil mich das einfach so auch ein bisschen an früher wieder erinnert. Und Weihnachten war früher einfach immer schön als Kind. Ja, ich freue mich sehr, wenn alles schön beleuchtet ist. Das ist für mich immer so eine riesengroße Freude, wenn ich mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause fahre und es dunkel ist und man merkt, dass die ersten Weihnachtsmärkte aufmachen und alles schön beleuchtet ist. Das mag ich sehr, sehr gern und das macht mir immer sehr große Freude. Und eben auch hier zu Hause, wenn alles schön beleuchtet ist. Ich finde, das ist immer eine richtig schöne Wohlfühlatmosphäre, die ich sehr, sehr gerne mag. Und wir haben eine sehr, sehr lange Fensterfront hier bei uns in der Wohnung und eine genauso lange Lichterkette, die ich mir mal gekauft habe mit so einem schönen Sternregen. Es gibt verschiedene Einstellungen, wie man diese Lichterkette dann quasi anmacht. Ich habe sie immer neutral an, also ohne irgendwelche Flackerei. Und finde das halt einfach immer richtig schön und das macht mir immer sehr, sehr große Freude. Deswegen ist das für mich immer was ganz Besonderes in der Vorweihnachtszeit, was ich gerne mache. Und ja, was wir auch sehr gerne machen, ist natürlich dann auch auf einen schönen Weihnachtsmarkt gehen. Wir haben hier in Hamburg natürlich auch eine sehr, sehr große Auswahl. Es gibt eigentlich fast in jedem Viertel, in jeder Straße mindestens irgendwo einen kleinen Weihnachtsmarkt, den man besuchen kann, die auch immer sehr, sehr schön hergerichtet werden. Und das bringt mir immer total Spaß mit meinem Mann dann nach der Arbeit, dann vielleicht da noch irgendwie ein Glühwein trinken oder ein paar Mutzen essen oder Schmalzgebäck essen. Das ist für mich immer eine richtig schöne Freude dann.
Also für mich gehört zur Vorweihnachtszeit auf jeden Fall der Besuch auf dem Weihnachtsbasar hier. Wir haben hier in Mannheim in der Waldorfschule einen ganz tollen Weihnachtsbasar. Der ist riesengroß. Wir waren gestern tatsächlich da und das läutet dann so ein bisschen die Weihnachtszeit ein, die Vorweihnachtszeit, weil das dann das erste Mal ist meistens, dass ich so mit Weihnachten in Berührung komme. Das hat den Grund, dass wir Ende November noch einen Geburtstag bei uns in der Familie haben und wir dann meistens so den ganzen November diesen Geburtstag irgendwie vorbereiten und irgendwie ist der noch so im Kopf. Und das ist noch erstmal dieser Geburtstag und dann ist meistens so, dass wir dann einen Tag später halt das Geburtstagszeug abdekorieren und dann einen Tag später wird Weihnachten dekoriert und dann fängt Weihnachten wirklich an. Also wir ziehen das immer sehr lange. Also ich würde sagen, so ab dem 1. Dezember ist bei uns Vorweihnachtszeit. Viele haben das ja schon viel früher, die sind jetzt schon im November. Sind die schon total dabei und haben schon Weihnachtsbaum manche stehen und so. Das geht bei uns irgendwie gar nicht, weil wir haben immer noch dieses Geburtstagsding dann irgendwie am Laufen und ich finde, das passt nicht so gut zusammen. Es soll ja auch ein Geburtstag sein und keine Weihnachtsfeier. Ne, da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, wenn man dann so Geburtstage in dieser Jahreszeit hat, dass man sagt, man möchte das vielleicht trennen und das tun wir und dann schaffen wir es aber meistens so vor dem ersten Advent ist alles, ja, ist der Adventskranz fertig, ist alles geschmückt und dann können wir Lebkuchen essen. Genau, und das läutet für mich auch die Vorweihnachtszeit ein, Lebkuchen essen. Ich finde gerade Geschmäcker und Gerüche zur Weihnachtszeit unfassbar schön. Also wir zünden die Kerzen auch mit Streichholz an, weil das einfach diesen Duft hat. Ich kann das nicht beschreiben, aber es ist so heimelig und so schön. Und Lebkuchen natürlich, solche Sachen, ne? Nelke, Orange. Also wir backen auch viel mit diesen Sachen dann in der Zeit, gerade mit den Kindern, ne? Dass die das so erfahren, dass die wirklich ja diese Gerüche und Geschmäcker zu Weihnachten mitkriegen und dann umgeben von Lichtern. Das ist für mich Vorweihnachtszeit. Das sind die Rituale, die wir machen, dass wir viel mit diesen Sinneseindrücken arbeiten und dass man sich dann so ganz langsam so diese Wochen vorbereitet. Ja, gibt es ein festes Ritual? Feste Rituale haben wir zu Hause weniger, aber wir versuchen trotzdem gerade in der Vorweihnachtszeit Dinge gemeinsam zu tun. Da das auch ein Geburtstagsmonat ist, nutzen wir den auch gerne, wenn wir sowieso schon alle zusammen sind, dann eben auch weihnachtliche Dinge mit einflechten zu lassen, wie zum Beispiel Schrottwichteln. Das machen wir sehr gerne, aber auch immer mit übertrieben viel Gaudi. Das heißt also, je oller die Geschenke, desto besser. Wenn es geht, finden wir auch gemeinsam einen Termin für einen Weihnachtsmarkt. Es gibt ja hier in der Gegend viele schöne, angefangen von Heidelberg über Mannheim, auch auf den Kapuzinerplanken, da treffen wir uns alle gerne. Oder halt eben hier an der Bergstraße. Ja, das ein oder andere Mal machen wir auch so Quatschsachen, also dass meine Schwester und meine Freundin und ich, vielleicht auch meine Nichten, aus Spaß einfach gemeinsam vorab die teuren Boutiquen oder Kaufhäuser besuchen und dann einfach uns querbeet Sachen anziehen, die unmöglich aussehen, die wir uns aber gegenseitig aussuchen und einfach Spaß dran haben, für was manche Leute Geld ausgeben. Ja, das sind so kleine Rituale, die wir gerne machen. Einfach uns nicht zu ernst nehmen, Spaß haben, ja, Zeit miteinander zu verbringen. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest mit eurer Familie oder mit den Menschen, die ihr eben am liebsten habt und wünsche euch, dass ihr entspannen könnt, dass ihr runterkommen könnt, dass ihr euch die Zeit für euch nehmt, euch besinnt und einfach die Zeit genießt und wieder gestärkt ins neue Jahr startet. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Freude, auch mit unserem Video und habt auch so viel Spaß an Weihnachten wie ich. Dot und Dolly grüßen euch auch und dann sage ich bis ganz bald. Ciao, ciao. Ich wünsche dir auch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und alles Liebe für dich. Tschüss! Ich wünsche euch von Herzen ein richtig schönes und vor allem doppelt unterstrichen friedliches Weihnachtsfest. Ich finde, in den letzten Jahren ist immer so viel passiert, was mich auch sehr mitgenommen hat und ich möchte einfach oder ich wünsche mir für dieses Weihnachten, dass wir alle zur Ruhe kommen und einfach die Zeit genießen und es uns gemütlich machen, entweder mit uns allein oder mit den lieben Freunden, Familien und ja, einfach eine schöne
Zeit haben. Und das wünsche ich uns allen von Herzen. Deswegen macht euch eine wunderbare Zeit und natürlich Happy Knitting. Wir sehen uns auf alle Fälle im nächsten Jahr und bis dann. Zum Ende möchte ich euch wünschen, dass ihr die Vorweihnachtszeit mit dem verbringt, was euch gut tut und euch mit den Menschen umgebt, die euch gut tun. Ich wünsche euch, dass ihr die Vorweihnachtszeit mit dem verbringen könnt, was euch glücklich macht und euch Freude bereitet. Sei es jetzt das Stricken oder andere Dinge, die ihr gerne macht. Ich weiß, dass die Vorweihnachtszeit für manche Menschen auch eine schwierige Zeit sein kann. Und auch euch würde ich gerne wünschen, dass ihr die Zeit so verbringt, wie es euch eben gut tut. Und wenn das eben nichts mit Weihnachten zu tun hat, dann ist es auch voll okay und hört da einfach auf euch selbst. Ich hoffe für euch, dass ihr ein bisschen entschleunigen könnt und euch in der Vorweihnachtszeit auf das fokussieren könnt, was euch wichtig ist. Ich wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Ich wünsche euch, dass ihr dieses Jahr keinen Stress habt, dass ihr euch besinnen könnt auf das, was euch persönlich wichtig ist, was euch mit euren Liebsten am wichtigsten ist, dass ihr gemeinsam Zeit verbringen könnt, dass ihr alle Aspekte, die ihr in dieser wilden, bunten, lauten Welt gerade mal nicht brauchen könnt, dass ihr die mal für so ein paar Tage beiseite schieben könnt und dass ihr seht, dass es nicht nur um diesen einen Heiligabend geht, sondern um diese ganze Zeit. Das ist ein Prozess und dass ihr das so mit vollen Zügen genießen könnt, auch wenn mal keine Zeit ist zum Plätzchenbacken oder auch wenn der Kuchen mal nicht funktioniert oder wenn die Kinder mal keinen Bock haben zu basteln oder so. Dann wird halt dieses Jahr nicht gebacken oder gebastelt. Das ist total egal. Zündet eine Kerze an, macht euch einen Bratapfel in die Röhre und dann ist alles gut. Ne? Also das wünsche ich euch, dass ihr das sehen könnt, dass wir alle so ein bisschen uns besinnen können, dass wir gemeinsam viele Wolle vielleicht bekommen, sogar zu Weihnachten oder andere Sachen, die damit zu tun haben und eine wunderschöne Zeit haben und schöne Erlebnisse. Und ich wünsche allen Zuschauern, die hier zuschauen, ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest und schöne besinnliche Zeit. Und auch all denjenigen, die kein Weihnachten feiern, wünsche ich trotzdem ein paar ruhige Tage, vielleicht ein paar schöne Spaziergänge, wo überall alles draußen leuchtet und einfach eine gemütliche Zeit, ja, wo einfach alle zufrieden sind und sich alle freuen. Ich wünsche euch vom ganzen Herzen, dass ihr eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit habt. Eine tolle Zeit mit euren Liebsten, hoffentlich ganz, ganz viel Strickzeit, das ein oder andere Strickige vielleicht unter dem Tannenbaum finden könnt und vielleicht auch die Zeit habt, einfach mal in euch zu gehen, euch wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, an die zu denken, die es vielleicht nicht so gut haben wie wir und ja, einfach mal wieder Dinge sein zu lassen und füreinander da zu sein. Ich hoffe, dass ihr alle gesund in die Weihnachtszeit starten könnt und das alles ganz doll genießen und zelebrieren könnt. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viele leckere Plätzchen, die ihr probieren könnt und einen leckeren Glühwein vielleicht, den ihr hier und da mal trinken könnt. Ganz viel Zeit mit eurer Familie, mit euren Liebsten und ich hoffe, dass ihr gesund ins neue Jahr kommt. Ganz liebe Grüße. Ich wünsche euch allen, ganz egal, ob ihr Christen seid oder nicht, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit euren Freunden, mit eurer Familie. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch auch für das neue Jahr ganz, ganz, ganz viel Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste auf der Welt. Ich hoffe, ihr habt alle eine ganz tolle Weihnachtszeit und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Ihr könnt es genießen. Ich wünsche uns allen nur das Beste. Ich hoffe, wir kriegen auch ein bisschen Schnee zu Weihnachten. Das wäre so mein persönlicher Wunsch. Und ich wünsche euch allen alles Liebe und alles Gute auch für das neue Jahr 2026. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Weihnachtswünsche mit auf den Weg gehen. Lasst es euch gut gehen. Ob mit vielen Geschenken oder wenig Geschenken, ist völlig egal. Lasst es euch einfach gut gehen. Verbringt die Zeit so, wie ihr möchtet, mit euren Liebsten oder allein, kuschelig, ganz wie ihr wollt. Vielleicht fahrt ihr in den Urlaub, vielleicht seid ihr zu Hause. Vielleicht habt ihr alles voll dekoriert, vielleicht gar nicht. Darum geht es nicht. Hauptsache, euch geht's gut. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr besinnlich seid, zu euch selber findet und zufrieden dann auch ins neue Jahr dann auch startet, zwischen den Jahren und einfach eine richtig schöne Zeit habt und ihr mit euch selber auch im Reinen seid. Das wünsche ich euch von Herzen. Ich wünsche jetzt euch Zuschauern, dass die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit genauso verläuft, wie ihr euch das wünscht. Ob das jetzt ist, dass das total intensiv ist und ganz bunt und richtig viel Weihnachten
oder das einfach gar nicht stattfindet. Ja, macht euch das so, wie ihr das gerne hättet und nicht so, wie ja, das andere gerne hätten oder ja, das irgendwo vorgelebt wird. Ich finde das manchmal ziemlich stressig, zu sehen, was andere so machen, zum Beispiel bei Instagram, und dann kriege ich immer irgendwie Panik, dass ich irgendwas verpasse oder was nicht schön genug ist und nicht gemütlich genug, und dann macht man ja, sich so viel Stress und dann macht das gar keinen Spaß mehr. Also ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit, dass es euch gut geht und ihr keinen Stress habt und das entspannt ist, so wie ihr das gerne hättet und wie ihr euch das wünscht. Ja, was wünsche ich euch und uns allen? Ich wünsche uns Zufriedenheit und ihr seid genug, egal wie viel ihr besitzt oder schenkt, denn Zeit kann man zum Beispiel nicht kaufen. Schaut gemeinsam Bilder an, redet oder fragt über vergangene Tage und Weihnachten. Lest euch doch mal ein Weihnachtsgedicht vor oder singt doch alte Weihnachtslieder. Lasst mal ab und zu 5 Grad sein. Niemand braucht perfekte Weihnachten. Und wir brauchen eigentlich nur, dass es eine gemütliche, eine entspannte Zeit ist. Genießt eure Ruhe oder die Tage auch gern im Pyjama. Ich finde, nichts muss und alles darf. Und am Ende gilt Happy Ho 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 und bleibt gesund. Ein großes Danke vor allem auch an meine Podcast- und YouTube-Kolleginnen. Ihr seid so klasse und dass ihr das einfach mit mir mitmachen wolltet. Und ich bin dafür dankbar und danke euch allen fürs Zuschauen und Unterstützen und ja, für die tollen Kommentare und Interaktionen, die wir gemeinsam dieses Jahr hatten. Tschüss.